So, Samstag, 12. Februar. Heute ist der große Tag des Anpaarens. Für mich immer so der Startschuss eigentlich in die neue Saison. Bis jetzt war es relativ ruhig, nicht viel passiert. Wir haben die Tauben entsprechend vorbereitet, damit sie dann auch jetzt in einer entsprechenden Form sind, damit das mit dem Eierlegen und den Jungen bekommen dann auch gut funktioniert. Hier sieht man die Zuchtvögel. Ja, ist heute relativ knackig kalt, aber wir haben blauen Himmel. So um den Gefrierpunkt. Man sieht, es ist hier noch teilweise gefroren. Aber ich glaube, mit der vielen Sonne, die wir für heute auch den ganzen Tag erwarten, glaube ich, ein sehr guter Tag, um die Tauben hier anzupaaren. Ja, wir teilen uns das immer ein bisschen auf. Ich kümmere mich um die Zuchttauben und Paul kommt gleich und paart die Reisetauben an. Wobei das bei den Reisetauben auch sich eigentlich schon daraus ergibt, dass von den 20 Reiseweibchen, die wir hier auf dem Hauptschlag haben, auch alle die letzte Saison schadlos überstanden haben. Das heißt, das Einzige, was sich hier ändert, sind zwei Damen, nämlich da unten die 140, die auf meinen Zuchtschlag gewechselt ist. Und dann wird hier oben noch eine Zelle frei sein. Das ist da oben die Zelle 1 von dem 738, das ist die 167. Die ist zu einem befreundeten Züchter gewechselt. Uli, viele Grüße. Ja, ansonsten sind die 18 Damen vom letzten Jahr dann hier wieder in ihren Zellen und werden dann durch zwei jetzt zweijährige Damen ergänzt. Und dann haben wir noch 8-jährige Vögel. Da werden dann die anderen zweijährigen Damen drauf gesetzt auf den Schlag. Und ja, so wie es im Moment leider aussieht, werden alle jungen Weibchen zunächst mal trocken an den Start gehen müssen. Und ich habe jetzt mit mehreren Leuten gesprochen. Ich hatte erst überlegt, ob ich die irgendwie doppelt verpaare, also dass die jungen Weibchen dann auch einen Vogel kriegen. Aber ich glaube, dann gibt es hier Mord und Totschlag beim Training. Und von daher werde ich die ab sofort dann entsprechend tagsüber auch in der Voliere aussperren und werde jetzt auch nach und nach bei denen schon mit dem Freiflug beginnen. Bei den angepaarten Tauben werde ich mit dem Freiflug erst beginnen, wenn die dann auf, sage ich mal, beringten Jungen sitzen. So, was ist mit euch beiden los hier? Ja, da ist schon richtig Dampf drin. Ja, die wissen noch gar nicht, was heute los ist, aber geben schon richtig Gas hier. Das ist der 25 und der 36, also die beiden jungen Vögel, die ich rübergesetzt habe. Herrliche Vögel, die gefallen mir mega gut. Ja, dann wollen wir jetzt einfach mal anfangen. Ich mache zunächst mal die Zellen sauber auf dem Zuchtschlag und wenn ich dann die ersten Paare zusammensetze, dann melde ich mich gleich nochmal. Ich zeige jetzt auch gerade nochmal einen kurzen Rückblick auf gestern und dann geht es gleich mit den Zusammensetzen der Paare los. So, wir haben jetzt noch einen Tag bis zum Anpaaren. Ich bin jetzt hier mal auf dem Zuchtschlag. Ihr seht, die Jungs sind topfit. Komm mal her. Ja, komm mal her, komm. Wunderbaren Lack. Haben jetzt auch das ein oder andere zur Unterstützung bekommen. Da werde ich dann morgen nochmal zu berichten. Ja, ich würde sagen, die Jungs sind bereit. Die Mädels sind es auch. Und dann geht es morgen los. So, auch die Mädels haben schon eine ziemlich gute Form. Ja, was ist los hier? Was ist los? Was ist los, mein Mädel? Komm mal her. Ja, was ist? Ja, fein. Ja, also wie man sieht, die sind kaum noch zu bändigen hier. Zumindest so einzelne. Und ich gehe mal davon aus, dass das morgen sehr gut funktionieren wird. Hier mal eine Tochter 240 von Manfred Meyerholz. Also eine Halbschwester zu meiner Stammtäubin. Letztes Jahr neu dazugekommen. Gepaart eine Tochter 912 von den Tossens Stammvogel. So, ich habe jetzt alle Zellen mal so grob sauber gemacht. Ich lege da jetzt auch nicht so den Riesenwert drauf, aber so, dass der Staub mal einmal wieder raus ist. Zumindest das, was mit dem Staubsauger zu machen ist. Ich habe jetzt die Vögel alle in ihre Zellen gesperrt. Und jetzt kann es eigentlich gleich losgehen. Ich fange jetzt einfach dann in der Zelle 1 an.
Da sitzt schon der 358. Das ist einer meiner 3 Kittelenkel. Hier also aus dem Sohn Kittel. Ich glaube mit einer Tochter 101 gepaart. Und der wartet jetzt auf seine 509. Ja, hier ist mein ganzes Wissen, wo ich so den ganzen Winter drüber gebrütet habe. Das ist ja der 358. Ja, nicht 101, sondern aus einer Tochter 404. Original Heeremanns. Und als Weibchen haben wir da von der SG Krummtünger die 509 dran. Dieses Paar ist jetzt auch schon seit 3 oder 4 Jahren zusammen. Da habe ich schon ein paar sehr gute Junge raus. Und da sind jetzt auch einige mit in der Reisemannschaft fürs nächste Jahr. So, hier haben wir die 509. Wunderschönes blaues Weibchen, kräftige Taube. Ich habe jetzt gerade dann den Zusatzring umgemacht. So machen wir das hier Nummer 1. Das heißt, weiß mit Nummer 1 heißt Weibchenzelle Nummer 1. Damit die anderen beiden Herren auch immer wissen, welche Taube in welche Zelle gehört. Weil bei 3 Leuten kann das dann schon mal ein bisschen unübersichtlich werden. Und er hat dann entsprechend den schwarzen Zusatzring mit der 1 auf. Sodass dann eben alle auch entsprechend Bescheid wissen. So, großer Moment ist gekommen. Das erste Paar 2022. Und mal gucken, ob sie sich noch kennen. Setzen wir das Mädel mal dazu. Ja, gucke mal. Ja, und wie ihr seht, die beiden kennen sich schon eine ganze Zeit lang. Das wird hier überhaupt kein Problem sein. Wunderbares Paar und hier kommt immer wieder sehr gute Nachzucht. Meine 140 zum Beispiel ist eine Tochter aus der 509 und die 140 wechselt ja dieses Jahr in die Zucht, hat letztes Jahr nochmal 10 Preise geflogen, hat als Jährige schon 8 Preise mit 745 Astpunkten geflogen, also absolute Spitze. Und da ist die 509 schon die Mutter, in dem Fall noch an einem Bruder von dem 358, Entschuldigung. Und von daher hier schon ein sehr, sehr gutes Paar. Den Nestkumpf werde ich dann erst in 2 Tagen draufstellen, damit die jetzt erstmal ordentlich Platz haben. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man den Nestkumpf ein bisschen später hinstellt, dass die Tauben dann etwas näher beieinander liegen, weil sie alle gleichzeitig auf den Kump gehen. So, das zweite Paar ist zusammengesetzt. Auch die beiden kennen sich schon aus dem letzten Jahr. Letztes Jahr ein neues Paar. Hier ein Vogel, Original Dieter Wöhr. Ah, der ist noch ein bisschen rabiat. Original Dieter Wöhr aus der Blue Dream Linie. Das Weibchen Originale von Manfred Meyerholz. Und das ist eine Halbschwester zum Bulgari und einem seiner besten Vererber. Also hier Dieter Wöhr, Tochter Blue Queen, mal einem Sohn vom Blue Dream Stillermann. Und das Mädel kommt direkt aus dem Sohn Superstar mit der Bergprinzessin. Das ist die Mutter zum Bulgari und unter anderem auch zum 753, der ja 16. Astvogel auf Bundesebene geworden ist. Ja, was haben wir gemacht? Vorbereitung. Die Tauben sind also mit entsprechenden Vitaminen versorgt worden. Wir haben ihnen ein Fertilitätsprodukt gegeben auf Reiskleie-Basis. So, diese beiden, die mögen sich schon noch ein bisschen zu stark. Da werde ich jetzt mal noch ein bisschen Ruhe einkehren lassen. Das heißt, wir trennen die jetzt erstmal, bevor die sich hier schon komplett die Köpfe einhauen, damit die erstmal ein bisschen wieder ruhig zu sich finden. Und da auf Empfehlung von meinem Kollegen Heiko Henkel, der mir dort ein Präparat empfohlen hat, das haben sie jetzt die letzten 10 Tage bekommen sie jetzt noch 5 Tage. Soll zu einer 100%igen Befruchtung führen. Das werden wir dann mal sehen, wie es funktioniert. Und wenn es gut funktioniert, dann verrate ich auch, was ich da gemacht habe. Aber jetzt wollen wir erstmal das Ergebnis uns anschauen. Ja, und schon vertragen sich die beiden auch wieder. Das ist dann erstmal die Wiedersehensfreude, wo es dann auch schon ein bisschen ruppiger zugeht. Ja, vielleicht noch ein kurzer Nachsatz zum Bulgari. Also diese Täubin ist ja eine Halbschwester zu dem Bulgari. Und aktuell kommt aus einer Tochter vom Bulgari die 5. Olympiadetaube für Deutschland. Das heißt also auch hier
enorme Leistung, die da in der Familie steckt. Und ich habe jetzt eine Jungtaube vom letzten Jahr aus diesem Paar überbehalten von 2, die ich nur absetzen konnte. Und schauen wir mal, wie die sich nächstes Jahr schlagen wird. So, Paar Nummer 3. Ich werde euch in diesem Video jetzt mal so die ersten 6 Paare vorstellen und vielleicht gleich nochmal Stammpaar zeigen. Sonst wird es, glaube ich, echt zu lang. Und werde dann mal die nächsten Tage noch ein paar Videos drehen. Paar Nummer 3, der 499 ist ein direkter Bruder zu 1698 und Co. Also kommt aus dem 991 beim Pumpgun. Und der 315 hat selber beim Heide Derby geflogen und den habe ich dann damals wieder zurückgeholt. Hier einmal ein Foto vom Papa, der auch selber super geflogen hat, aber noch ein viel, viel besserer Vererber ist. Leider die letzten beiden Jahre nicht befruchtet hat. Ich habe dieses Jahr mal noch den einen oder anderen Trick probiert und mal gucken, ob er es nochmal tut. Und da kommt ein neues Weibchen dran, nämlich eine Taube, die mir der André Beuer geschenkt hat. Vielen Dank nochmal, lieber André. Hier ist der Vater der Taube, der kommt von Frank und Horst Sander, direkt aus dem Prinz Mali, gezogen mit einer Tochter von einem super Vogel von Markus Sottor. Geht also hier auf die Olympiadelinie von Heeremanns mal Vandenburg im weitesten Sinne zurück. Ja, das ist ein kleines Weibchen, kann ich euch auch mal zeigen. Kleines, sehr drahtiges Weibchen, hat richtig Musik im Flügel. Und da ich hier den 499 im letzten Jahr an einer Vandenburg-Täubin hatte, die recht kräftig ist und ich dann dort auch sehr, sehr kräftige Junge raus hatte, für meinen Geschmack zu kräftige, habe ich den jetzt mal umgepaart. Und er kriegt jetzt hier so ein schneidiges, drahtiges Weibchen mit richtig Musik im Flügel und gucken wir mal, was da so rauskommt. So, Paar Nummer 3. Hier haben wir den ersten Vogel original von Albert Hendricks. Da hatten wir im letzten Jahr 5 Tauben geholt aus der Sohnchenslinie, weil uns die körperlich enorm zugesagt hat und auch die Leistung echt aufmerksam machen. Also hier jetzt ein Vogel gezogen aus dem Sohn Johnny, der 15 Erste geflogen hat. Reiner Sohnchensvogel. Und auch die Mutter ist nicht schlecht, weil er zieht hier schon 12 erste Konkurse aus dieser Taube. Dran gepaart ist eine Taube von meinem Kumpel Robin Lengeling, Doppelenkelin aus seinem super Vererber 61. Beide Eltern fliegen zweistellig. Mit dieser Taube habe ich bis jetzt noch echt Pech gehabt, weil letztes Jahr war sie, oder im ersten Jahr war sie an dem 991, also an meinem Stammvogel eigentlich. Hatte gehofft, dass ich da gleich Junge kriege, der hat nicht befruchtet. Letztes Jahr hatte sie einen ganz jungen Vogel, dann erst ganz, ganz spät Junge bekommen, sodass ich die nicht selber reisen konnte. Ja, und dieses Jahr kriegt sie jetzt einen Vogel, der hier schon die Zelle sicher hat. Und von daher gehe ich davon aus, dass dann auch das mit der Nachzucht hier sehr gut funktionieren wird. Der Vogel hat ein super Farbauge, die Täubin hat ein mega starkes Glasauge. Ich versuche euch das gerade nochmal draußen in der Sonne zu zeigen. So, ich versuche euch das hier mal zu zeigen in der Sonne. Ich hoffe, dass das Handy ein bisschen scharf stellt. Und da sieht man also den sehr starken Wertring. Tolles Glasauge. Also viel besser geht's, glaube ich, nicht. Ich bin kein Augenfanatiker, aber diese Täubin, die hat was. Und von daher hoffe ich, dass ich dieses Jahr dann endlich mal Junge daraus bekomme, die ich dann auch setzen kann. Traumhaftes Weibchen. So, weiter geht's mit Paar Nummer 5. Das ist hier einmal von Tim Sprenger, ein Sohn aus der 199, gepaart an einen Sohn aus, da haben wir hier die 1271, also Nestschwester 1272, Hurricane 51 mit drin und hier ist der 1272, der Großvater auf der Seite. Und Weibchen auch wieder eine Originale von Manfred, in diesem Fall eine Tochter aus dem 16. Astvogel Deutschlands. Da haben wir letztes Jahr schon ganz gute Junge rausgezogen, die aber nicht bei mir gereist wurden, sondern in der FV Steinheim. Und dort haben wir Junge, die also schon mehrfach unter die Top 10 geflogen sind. Und da bleibt das Paar auch so zusammen. So, und dann Paar Nummer 6. Das soll für heute das letzte sein, das ich euch explizit vorstelle. Die anderen kommen dann mal. Und zwar hier ein Vogel von Marco Mattis, den habe ich mir jetzt noch neu geholt. 498 kommt aus dem 1098, der selber bester Vogel der RV war. Und der 115, die auch schon die Hessenmeisterschaft mitgewonnen hat in 2015. Ich habe einen direkten Bruder dazu, das ist einer meiner allerbesten Vererber und deswegen habe ich den jetzt nochmal frisch dazu geholt. Weibchen, auch wieder eine Originale von Manfred, in diesem Fall eine Tochter aus der Top-Vererberin
2,39, also eine Tochter 12,41 Röper. Viel besser geht's hier, glaube ich, wieder mal nicht. So, ein Paar zeige ich euch doch noch, nämlich Paar Nummer 7, weil es so was Besonderes ist. Hier haben wir nämlich die 140. Das ist ja die, die letztes Jahr noch Reisetaube war. Letztes Jahr noch 10 Preise geflogen, kam verletzt vom Endflug wieder. Und die bekommt jetzt ihr Rentnerdasein hier im Zuchtschlag. Diese Täubin hat absolute Spitze geflogen. Als jährige 745 Astpunkte bei 8 Preisen. Dann letztes Jahr nochmal die 10 Preise, dazwischen immer 8 oder 9 Preise. 2 erste Konkurse. Und ihr neuer Mann, das ist der 1698, 8 bester Vogel Westfalens 2018. Fliegt selber zweistellig mit ersten Konkursen. Ne, ersten Konkurs aber nicht, aber absolute Spitze. Ich glaube, den schlechtesten Konkurs, den er mal geflogen hat im Jahr 2018, als er bester Westfalenvogel, 8 bester Westfalenvogel wurde, war der 28. Konkurs. Und ich glaube, das ist ein richtiges Hammerpärchen. Hier Stamperlinie vom Vogel, mal die Vandenbulks auf der anderen Seite. Zelle Nummer 7. Richtig gut. So, und jetzt sind wir beim Stamper angekommen. Das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Hier haben wir die 506. Mittlerweile 11 Jahre alt, Baujahr 2011. Und man merkt, die geht jetzt schon in der Hand wie bekloppt, weil die natürlich weiß, dass sie jetzt zu ihrem Gemenne kommt. Der wartet hier schon, der 568. Diejenigen, die meine Videos mal gesehen haben, die wissen, was dieses Paar gebracht hat. Ich würde sagen, aktuell 90% meines Gesamtbestandes ist auf diese beiden hier aufgebaut. Mittlerweile, ich glaube, 15 erste Konkurse, 130 Top-10 Platzierungen, zig zweistellige und enorme Spitzenplatzierungen. Also was die beiden hier geleistet haben, das ist schon aller Ehren wert. Aber sie kommen so langsam in die Jahre, er hinkt so ein bisschen, das hat er jetzt natürlich vergessen, wo er seine Dame sieht. Und ich hoffe, dass sie dieses Jahr nochmal das ein oder andere Gelege befruchten werden. So, jetzt ist Mittag, die Tauben sind alle soweit angepaart, kehrt so langsam Ruhe ein, zumindest hier auf dem Hauptreiseschlag. Wie gesagt, die meisten Paare kennen sich, gibt so ein paar Partnerwechsel. Hier ist jetzt mal ein junger Vogel, war ein 2-jähriger Vogel dazugekommen. Jetzt ja noch auf dem jährigen Abteil gesessen hat mit der 101. Hier unsere beste Jährige aus dem letzten Jahr, die wir jetzt hier auf den Reiseschlag übernommen haben, die 710. Auch hier keine großen Wechsel, das meiste ist so hier dann beim Alten geblieben. Hier oben der 744 mit der 161 oder hier natürlich unsere Asttäubin, die 169, Tochter Stamper, auch weiterhin mit ihrem Scheckvogel. Hier oben, den kennt ihr, Mr. Meyerholz, zusammen mit der 524. Das zeige ich euch auch mal. 524 auch eine Stampertochter, auch schon sehr gute Junge rausgefallen. Aber die beiden werden dieses Jahr nochmal an den Start gehen. Oder hier der 130, einer der absoluten Top-Vögel, selber schon 2 erste Konkurse geflogen. Mit der 462, auch erste Konkursfliegerin, ist noch eine Tochter vom 1697, der leider ausgeblieben ist. Also auch hier schon sehr interessante Paarungen mit dabei. Hier unten die beste Täubin der RV. Vom letzten Jahr die 459, Tochter 1698 mit ihrem Stammvogel. Auch die kennen sich schon eine Zeit lang. Und dann haben wir hier noch ganz interessant, das ist die alte Zelle der 140, die jetzt auf den Zuchtschlag gewechselt ist. Da ist jetzt ihre Tochter, die 713, hat letztes Jahr jährig 7 Preise geflogen. Und hier der 36, das ist ein Sohn aus dem Paar Nummer 1, was ich euch eben gezeigt habe, dem Enkel Kittel mit der 509. Ja, hier ist dann nochmal richtig Krawall, denn ich habe mich hier entschieden, den 8 verbliebenen jungen Vögeln jeweils ein 2-jähriges Weibchen zu geben. Also habe ich hier 8 2-jährige Weibchen, das passt ganz genau, beziehungsweise ein 3-jähriges Weibchen sogar dabei. Und die können sich hier frei paaren, müssten also 6 Paare geben. Ja, und da wird sich schon um die Damen gestritten, wie man ganz deutlich sieht. Die sind also hier gut in Form, können sich eine Zelle aussuchen.
und hoffe, dass das dann auch jetzt hier zeitnah klappt. Da sind natürlich auch die Damen, die letztes Jahr in den Zellen waren, die es nicht so witzig finden, wenn da plötzlich ein anderer Vogel drin ist. Und dann geht es ja auch schon mal richtig zur Sache. Ja, und hier habe ich dann noch so meinen Durcheinanderschlag. Das sind alles Tauben, die jetzt noch nicht gepaart worden sind, die aber auch nicht zu den Reisetauben gehören, sondern in erster Linie sind das Herbstjunge oder auch noch einige alte Weibchen, die ich nicht eingepaart habe aus dem Zuchtbestand. Ich habe jetzt alles hier, was noch so überzählig ist, einfach mal hier zusammengeworfen. Und man sieht, die erfreuen sich hier auch schon. Entsprechend werden sich hier schon Paare bilden. Vielleicht noch ganz interessant, hier vorne der junge blaue Kollege, der jetzt gerade hier mal rüberfliegt. Das ist eine Taube von der SG Henkel-Elmshäuser. Die habe ich getauscht mit denen. Der junge Mann, Schrägstrich Frau, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Weiß aber noch nicht so richtig, für welches Geschlecht er sich entscheiden soll. Ich tippe immer noch auf Vogel. Aber der hat gerade mal 3 Federn, glaube ich, geschmissen. Ist also ein ganz, ganz junger. Und den lasse ich jetzt einfach mal hier dazwischen. Vielen Dank an euch beide, Heiko und Kai. Vielen Dank. Ja, ich hoffe, ihr habt mit meiner Taube so viel Erfolg, wie ich dann auch mit ihm hier haben werde. Aber das wird wohl mit dem Paaren noch ein paar Tage dauern. Er hat hier freie Auswahl und vielleicht bildet sich ja dann ein Zufallspaar, was dann am Ende den erhofften Erfolg bringt. So, dann heute mal ein etwas längeres Video. Hier seht ihr jetzt noch die 17 jungen Weibchen, die ich leider alle nicht anpaaren kann. Das tut mir in der Seele weh, aber es geht nicht anders. Ich hätte die auch lieber als Pärchen auf die Reise geschickt oder als Witwerweibchen. Aber aufgrund des krassen Missverhältnisses zwischen Männlein und Weiblein dieses Jahr ist es einfach nicht möglich und dann paare ich lieber die alten Weibchen an und würde diese dann hier trocken vom Block schicken wollen. Die werde ich jetzt aber schon entsprechend die nächsten Tage wieder antrainieren, damit die schon mal in die Luft kommen und dann habe ich schon mal einen Schwung, der schon fliegt. Ich glaube, mit dem Habicht, das ist in Ordnung hier und ich hoffe, dass der uns jetzt keinen Strich durch die Rechnung macht und dann wird es auch nicht so schwer, die anderen Reisetauben dann in die Luft zu bringen, wenn man schon mal 17 Stück hat, die schon ganz gut ziehen, dann kann man die auch mal zusammen rausschmeißen. Ja, von daher, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Thema Zucht oder was auch immer, ruft mich an, schreibt in die Kommentare. Ich antworte dann immer gerne. Und ansonsten wünsche ich euch allen viel Erfolg mit eurer Zucht und hoffe dann auch auf eine erfolgreiche Saison. Wetter passt und von daher werden wir auch ein schönes Wochenende haben. Alles Gute euch, bis zum nächsten Mal. Ciao.